Die dritte Edition. G-Shock Houdini John Mayer. Alles richtig gemacht. War natürlich sofort ausverkauft. Mehr 80er geht einfach nicht. Die Uhr ist vor einer Stunde gekommen und schon könnt ihr euch das Unboxing ansehen und den Wristwall und. Hi, hier ist wieder Dave von Watch David. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe euch wieder was richtig Cooles mitgebracht. Und zwar diesmal aus dem Hause G-Shock, Houdini und John Mayer. Guckt euch bitte mal dieses geile Schnittchen an hier. Die dritte Version von der Zusammenarbeit G-Shock, Houdini und John Mayer. DW 6900er Modell. PT1, denn das erste Casio Keyboard, welches John Mayer benutzt hat, war das blaue PT1. Dafür werde ich nochmal ein ausführliches Video machen. Von allen drei Varianten, das ist die dritte Variante, schön in diesem geilen Blau, Tiffany Blau oder wie auch immer ihr es bezeichnen möchtet. Mit sehr coolen Farbakzenten, die sich eben in diesem Keyboard wiederfinden. Und das möchte ich euch jetzt gleich gerne zeigen. Ob zum Sportdress oder so wie hier zum Casual mit Hemd. Man kann sowas immer tragen. Ist halt G-Shock, ne? Ist einfach so. Ob Astronauten, Musiker, Models, wo auch immer auf der Welt, G-Shock wird immer getragen. Und diese Variante hier finde ich richtig, richtig cool. Und jetzt gehen wir mal ins Unboxing und ich zeige euch alles. So ihr Lieben, jetzt geht's los mit dem Unboxing. Sehr schöne Verpackung, wie ich finde. Schöne Farben. John Mayer Houdini. Machen wir es mal auf. Tada! Schön mit Metallschild hier drin. Tada! Und hier ist die dritte Version, die dritte Edition. So, schaut es euch an. Geiles Blau, ne? Tiffany Blau oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Sehr geil, ne? Also dieser Blauton finde ich richtig, richtig cool. Man sieht hier auch schön die Farben des Keyboards. Ja, machen wir sie mal auf, gucken wir mal von hinten. John Mayer Houdini. Wie gesagt, ist die dritte Edition. Gibt noch zwei weitere. Ich habe alle drei. Wenn euch das interessiert, zeige ich gerne mal alle drei in einem Video oder ich stelle die schwarze separat vor oder wie auch immer. Ich gehe jetzt gleich mal auf jede einzelne ein. Primär natürlich hier auf die neue, auf die blaue. Dann surfen wir mal kurz durch die Houdini-Seite und dann zeige ich euch alles. Gefällt mir alles sehr, sehr gut. Bin gespannt auf eure Meinung. Für mich ist das echt 80er, ne? Also das ist so absolute Kindheitserinnerung. Ich hatte zwar nicht das blaue Keyboard, aber diese Farben finde ich schon wirklich sehr, sehr cool. Hier ist noch schön am Armband, schön casual mit Hemd. Sieht geil aus, oder? Ich finde es mega, mega coole Uhr, sehr, sehr sportlich, geile Farbe, limitierte Edition, nicht mehr erhältlich, Preise haben sich schon verdoppelt innerhalb von ein paar Tagen. Und ich bin froh, dass ich alle drei habe. Wollen wir mal kurz auf die Werte ein. Abmessung haben wir 53,2 mal 50 mal 16,5 mm und das Ganze wiegt 67 Gramm. Wir haben Mineralglas, 4 Schrauben, Edelstahlschrauben, ist der Gehäuseboden verschraubt, 200 Meter wasserdicht. Die genaue Bezeichnung ist DW 6900 JM22-2CR. JM22 für John Mayer 2022. Die schwarze heißt JM20 und die weiße JM21. Und das ist jetzt die dritte und letzte im Bunde. Für viele war das PT1, das Keyboard, der Einstieg in die Musik der 80er. Genauso wie eine G-Shock der Einstieg in die Uhrenwelt war. Deswegen
matchen diese beiden Varianten einfach perfekt. G-Shock und John Mayer plus das Casio PT1. Coole Story. Wie findet ihr sie? So, jetzt gehen wir mal auf die Seite von Hodinkee und schauen uns einmal alles genauer an. Dann kann man das nämlich am besten erklären, weil ich das Original-Keyboard nicht da habe. Hier, schaut mal hier. Hier seht ihr den Einstieg. Der Link ist auch unten in der Beschreibung. G-Shock Referenz 6900 PT1. Und dieses kleine Mini-Keyboard hier, das ist das PT1. So, hier seht ihr alle drei Varianten, alle drei Versionen. Die schwarze, die kam 2020 raus, die weiße 2021 und hier jetzt die blaue 2022. Die weiße hat sich circa verdoppelt, die blaue aktuell auch und die schwarze hat sich ungefähr vervierfacht bis verfünffacht, je nach Land und Region. Also sie liegt so bei 800 bis 900 Euro derzeit, wenn man sie kaufen möchte. Ich habe jetzt alle drei und wen es interessiert, da würde ich einfach die schwarze und die weiße nochmal vorstellen. Entweder im Einzelreview oder nochmal alle drei zusammen, dass ich alle in der Hand habe. Genau. So, hier seht ihr das auch schön am Arm. Interessant ist eben, dass die Farben hier sich widerspiegeln, ne? Dass die Farben hier einfach aus dem Keyboard, hier die Koralle und Türkis und ähnliches, dass sich das hier in den drei Graphs hier oben wiederfindet. In den Triple Graphs sozusagen. Und dieses Blau natürlich dem Blau entspricht, des PT1 Keyboards. Und das macht sie halt so besonders. Das macht sie echt 80er. Also ich hatte sofort 80er Kribbeln, als ich die Uhr gesehen habe. Die erste schwarze war schon ziemlich cool und die weiße natürlich auch. Aber das ist noch mehr bunt. Und ja, das ist einfach für mich auch 80er. Und deswegen finde ich es gut, dass alle drei Varianten so rausgekommen sind. Muss man ganz klar sagen. Ja. Hier geht es dann in den Store, ist leider ausverkauft. Bei mir war es ein Zufall. Ich war bei LinkedIn und habe meinen Post gepostet. Und da habe ich die Anzeige gesehen, bin gleich rauf, zack, rein, 2 gekauft. Und ja, heute gekommen. Vor jetzt knapp 1,5 Stunden. Genau. So, hier seht ihr auch noch mal ein paar Bilder. Möchte ich mal kurz drauf eingehen. Alle Bilder sind nicht von mir, alles von Hodinkee. Und ja, hier seht ihr das auch noch mal schön, dass sich das genauso wiederfindet. Hier die anderen 2 Uhren. Sieht halt richtig geil aus. Das ist eine richtig schöne sportliche Uhr, muss man ganz klar sagen. Und hier sieht man alle 3 Modelle. Die schwarze ist eigentlich nicht schwarz, sondern die ist eher so ganz dunkelgrau. Und das macht die Uhr wirklich sehr, sehr besonders. Und deswegen ist sie auch so heiß begehrt. Also das ist die Uhr, die man am schwersten bekommt. Und ja, genau. Hier sieht man es auch noch mal schön, die Farben hier, die sich dann hier wiederfinden. Hier nochmal am Arm, hier nochmal alle 3 Modelle. Also ziemlich coole Sache. Was ich hier ziemlich geil gemacht finde, ist auf der Seite, könnt ihr auch direkt mal das Keyboard selbst spielen. Kann man die einzelnen Töne machen. Das finde ich ganz witzig. So hat es sich halt wirklich im Original angehört. Und ich kann hier verschiedenste Sachen machen. Hier oben kann ich leider nichts drehen und ähnliches, aber ist schon ziemlich geil. Das Weiße kann man tatsächlich noch kaufen. Das Blaue ist tatsächlich derzeit überall lost. Also man kommt einfach nicht dran. Ich hätte gerne natürlich noch das originale Keyboard zu der Uhr. Zur schwarzen Uhr habe ich es tatsächlich. Mal gucken, ob ich vielleicht irgendwann Glück habe. Schauen wir mal. Aber hier, hört mal. Ja, ich als alter Keyboarder, ne, hat man sofort gehört, ne? Ja, sehr geil, genau. Hier unten sieht man noch mal alle 3 Uhren, auch schön. Ja, die schwarze, die dunkelgraue, die ist auch geil, ne? Die weiße, okay, die gehört halt dazu. Aber die blaue jetzt mega. Ich finde es super, dass sie so rausgekommen ist. So, hier sieht man jetzt noch mal alle 3 Varianten, die es gab. Die allererste, also die haben jeweils 180 Euro gekostet. Und hier steht ja schon sold out, wobei die schwarzen halt, wie gesagt, schon ganz lange weg sind. Es gibt aber eine richtig coole Seite dazu, finde ich. Ja, haben sie sehr schön gemacht, muss man einfach sagen. Hier gibt es nochmal die Bilder zu der
Hier sieht man auch nochmal das andere Keyboard, wie sich auch die Farben hier wiederfinden. Und das Keyboard habe ich auch. Das würde ich zu der schwarzen Variante nochmal auspacken und beides nochmal zeigen, wenn euch das interessiert. Weil die Uhr ist ja jetzt schon 2 Jahre alt. Genau. So, und dann gab es eben noch die weiße Variante. Hier schön zu sehen. Auch wieder ein eigenes Keyboard dazu, was man dann haben muss. Kann ich auch nochmal direkt drauf eingehen. Ich bin jetzt gerade irgendwie im Flow, was die beiden, beziehungsweise die 3 Uhren angeht. Hier sieht man auch nochmal schön die Verpackung von der weißen. Wir haben auch alle unterschiedliche Verpackungen. Also ich finde, ja, muss man haben, wenn man ein Kind der 80er ist, weil nichts spiegelt G-Shock und das Keyboard-Feeling so gut wider wie diese Triple-Edition, muss man ganz klar sagen. So, jetzt sind wir hier mal bei StockX oder Stocks oder wie auch immer ihr es nennen möchtet. Wir sagen immer StockX. Und zwar gibt es die Uhr gerade aktuell für 349 kann man sie kaufen. Und das ist so der Wert, wie auch die weiße aktuell gehandelt wird. 350 Euro, 400 Euro ist ein absolut fairer und gerechtfertigter Preis. Also eigentlich so in dem Bereich das Doppelte. Und die schwarze Variante, also die allererste, wurde auch mal verkauft für 751. Ist natürlich ein super, super Preis. Aber selbst hier bewegen wir uns schon über dem Vierfachen. Und in der Regel liegt die Uhr so bei zwischen 800 und 1000 Euro, kann man sagen. Aktuell kann ich sie kaufen für 1100 hier. Jetzt kann man natürlich noch die anderen Portale sich angucken. Ja, interessant sind eben hier die Entwicklungen, wo die Uhren hingehen. Und wieso geht es jetzt nach oben? Weil natürlich jetzt die dritte Variante draußen ist und jeder jetzt alle 3 haben möchte. Und ja, bei manchen fehlt vielleicht die erste oder sogar die zweite. Oder manche werden erst jetzt darauf aufmerksam und sagen, boah, was ist denn das für ein Käse? Beziehungsweise was ist denn das für eine Geilheit? Wieso gibt es denn jetzt hier 3 coole Uhren und von den ersten 2 habe ich gar nichts mitbekommen? Mich macht eigentlich nur die dritte an, da ich aber Sammler bin, möchte ich gerne auch die anderen 2 Uhren haben und schon steigen die Preise. Interessant ist hier November 338, das ist natürlich echt ein Mega-Schnapper gewesen. Aber klar, wir bewegen uns auch in harten Zeiten gerade, Putin und Co. Und deswegen ja, gehen die Preise teilweise auch runter und die Leute wollen halt einfach schnell ihre Uhren verkaufen. Also auch gute Chancen, gute Preise zu bekommen. Muss man natürlich auch ganz klar sagen. Ne? Man kann jetzt wirklich gute Uhrenschnäppchen machen, weil manche haben Notverkäufe, die wollen die Uhren jetzt einfach schnell loswerden. Ne? Ganz klar. Ja, genau. Das war so ein kurzer Einblick in die Sphären der 3 Modelle. Coole Uhr, oder? Coole Zusammenarbeit, finde ich. Gerade weil es einfach 80er ist. Mehr 80er geht eigentlich gar nicht. Und auch jetzt mit der blauen Variante, da kommen wirklich Kindheitserinnerungen hoch. Und ja, haben alles richtig gemacht. Schaut euch die Wiedergabeliste an mit allen G-Shock-Videos. Ist hier oben verlinkt oder da. Wenn ihr Fragen habt, gerne fragen. Und jetzt wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video. Macht's gut, ne? Ciao.